Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich wollte ja nochmal ein gesondertes Video dazu machen, wenn der Legendary Dungeon offiziell angekündigt ist. Das ist er jetzt und deswegen machen wir das heute nochmal zusammen in einem Video, wo ich nochmal alles erkläre, worum es geht und worum es sich bei der größten Shakes and Fidget Challenge für mich persönlich handelt, die ich jemals gemacht habe, die ich wahrscheinlich jemals machen werde. Und das wird in diesem Ausmaß wahrscheinlich nicht nochmal so passieren. Ja, weil das ist schon echt was Besonderes. Bevor wir auf das Thema eingehen, wollte ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, morgen am Samstag startet der Kochstream am 13. Dezember zwischen 14 und 15 Uhr. Das wird auch nochmal so ein 10-Stunden-Ding werden und 10 Stunden plus. Und da werden wir ja mit Chris, aka Ignil, zusammen dann kochen, Shakes and Fidget spielen. Wir werden in seinen Account reinschauen, gucken, wie viele Dungeons er noch offen hat, ob er jetzt mittlerweile über Stufe 800 kommen könnte in der Theorie, was er zu Dr. Damen zu sagen hat, etc. pp. Wir machen viele Pilz-Giveaways und von Holy haben wir auch noch ein Special-Paket Deluxe Starter-Pack in Wert von 70 €, was wir da auch noch morgen raushauen werden. Deswegen, ja, schaltet auf jeden Fall ein. Morgen auch schon sehr cooler Stream, aber die Woche da drauf wird noch heftiger, denn wir können eigentlich gleich rausgetappt bleiben, denn der 18. Dezember, das ist ein Donnerstag, ja, kreuzt euch den rot im Kalender an, denn dort öffnet der Legendary Dungeon auf F9. Ja, am Freitag öffnet er ja überall auf jeder Welt, aber am Donnerstag bereits schon auf F9, also auf meinen Account gesondert. So, und deswegen werden wir am Donnerstag bereits schon den 48 Stunden Shakes and Fidget Legendary Dungeon Zero Death Run Stream starten, ja, und zwar beginnt das Ganze um 15 Uhr. Also am Donnerstag, der 18. Dezember, 15 Uhr, startet live auf Twitch der 48 Stunden Shakes and Fidget Stream. Geht dann natürlich dementsprechend bis Samstag, 15 Uhr. Und wenn wir unser Ziel bis dorthin nicht erreicht haben sollten, dann werde ich danach einfach noch weiter streamen und weiter streamen und weiter streamen und weiter streamen, bis wir das Ding haben. Ja? Woche darauf muss ich wieder arbeiten, so, aber danach habe ich noch ein paar Tage frei und da können wir auch noch mal reingehen. Und zusätzlich zum Start vom Stream und dem LD werden wir auch tatsächlich, und das ist wirklich sehr speziell, ich weiß aber nicht, was das für Folgen haben wird, ob das einen großen Impact hat oder nicht. Wir werden live auf Twitch an diesem Tag, also am Donnerstag, ab 17 Uhr, glaube ich, deutscher Zeit, auf der Twitch-Startseite zu sehen sein. Das heißt, wenn ihr oben so durchrotiert, dann sind da immer so einzelne Fenster, wo die Leute so streamen und dort sind wir dann mit am Start. Das heißt, wir werden von Twitch auf der Startseite empfohlen. Ja, und das ist natürlich... Hört sich auf jeden Fall sehr besonders an. Ob das irgendeinen Impact hat, weiß ich nicht. Aber das wird dann an dem Tag dann auch noch passieren. Also es wird wirklich ein sehr, sehr, sehr spezieller Tag. Und ich bin mega hyped drauf. Ich habe da so Bock drauf auf diese Challenge. Und ich erkläre euch nochmal gleich zusammenhängend, worum es geht. Also das ist auf jeden Fall auch sehr nice. Und falls da irgendwelche neuen Leute einschalten sollten, dann schalten sie auf jeden Fall zum richtigen Stream ein, wenn es um Shakes and Fidget geht. Ja. Also, worum geht's? Warum das ganze Tamtam? Ja, der eine oder andere wird es bestimmt schon mitbekommen haben durch die vorherigen Videos. Wir versuchen in dem kommenden Legendary Dungeon nichts weiter als diese Trophäe hier in Gold zu holen. Ja, die Unsterblichkeitstrophäe in Gold. Bezwinge den Legendary Dungeon ohne zu sterben. Was heißt das? Wir müssen einen Zero Death Run machen. Das heißt, von Etage 1 bis Etage 100 im Legendary Dungeon durchgehen, ohne einmal zu sterben. Das ist ein Zero Death Run. So, für die Bronze, brauchen wir einen davon. Ja, für die Silber-Trophäe brauchen wir 2 Stück davon und für die goldene 3. Das heißt, wir brauchen insgesamt, um die goldene Trophäe zu erhalten, 6 Zero Death Runs. Das ist eine gewaltige Hausnummer und eine Riesen-Challenge, das kann ich euch sagen. In meinem ganzen Leben, seitdem es den Legendary Dungeon gibt, habe ich vielleicht
sagen wir mal, 2 Hände voll Zero Death Runs gemacht. Also 10 Stück, pipapo. Irgendwo habe ich aufgehört zu zählen, bei 8 oder so. Und ja, das ist so das Ding jetzt. Und den Legendary Dungeon, den gibt es schon einige Jahre und ich habe auf vielen Accounts gespielt. So, nicht nur auf meinen Main. Jetzt müssen wir innerhalb von 48 Stunden es schaffen, 6 davon zu holen. Nur habe ich bisher nie wirklich drauf getryhardet, einen Zero Death Run zu holen, sondern es ist immer aus dem Effekt erstanden, aus dem Zufall. So, und das gibt mir Hoffnung, dass wir es vielleicht schaffen sollten. Wenn wir es nicht innerhalb der 48 Stunden schaffen, dann werde ich, wie gesagt, danach auch noch weiter tryhard streamen, neben der Arbeit auch noch irgendwie, keine Ahnung, ich werde alles stehen und liegen lassen, die 10 Tage, um das Ding hier in Gold zu holen, falls wir es in den 48 Stunden nicht schaffen sollten. Okay, also da wird das auf jeden Fall für mich ein sehr, sehr besonderer Stream werden, nächste Woche Donnerstag, okay? So, und das ist natürlich nur eine von dieser Challenge, beziehungsweise ein Erfolg, den wir uns hier gönnen, denn wenn wir jetzt mal weiterschauen auf die Heldentitel, dann ist es folgendermaßen so, dass die Zero Death Run Trophäe hier, so nenne ich sie mal, zu dem Titel der Legenden gehört. Das heißt, wir brauchen hier einmal die Unsterblichkeitstrophäe in Gold, dann brauchen wir den Dungeon Master in Gold, den haben wir eigentlich schon so gut wie, und wir brauchen halt diese Glück- oder Glory-Trophäe auch in Gold, wo wir auch momentan dran sind. Da müssen wir halt eben auf unserer Winning-Streak bleiben, sag ich mal, in der Arena, dass wir jeden Tag 2 Punkte hier hinzufügen können. Okay? Und hier trennt sich halt jetzt die Spreu vom Weizen so. Ja, also die Kontrahenten haben natürlich 10 Tage Zeit, um sich das Ding hier auch zu holen. Es ist natürlich fraglich, ob das jemand machen wird, weil wir brauchen dafür natürlich auch eine Menge Pilze. Dafür habe ich zum Black Friday schon mal knapp 300 € aufgeladen und bin natürlich auch gewillt, noch das Doppelte oder Dreifache oder Vierfache meinetwegen oder keine Ahnung, wie viel es halt nötig sein wird, diese Trophäe zu bekommen, halt aufladen werde. So, und ob das meine Kontrahenten machen werden, sei dahingestellt, ich weiß es nicht, hier werden wir es halt sehen. Denn die Dungeon Master Trophäe haben bereits schon 4 Leute auf dem Server und die Glück- oder Glory-Trophäe, da sind tatsächlich Spieler bereits vor mir. Also hier haben Leute die Silbertrophäe schon vor mir Leute geschafft. Ich bin auf dem 6. Platz, weil halt immer mal jemand random gewinnen kann, auch wenn man sich droppen lässt. So, ne? Deswegen wird es hier halt entscheidend werden, wer halt hier gewillt ist, sich das Ding zu holen oder nicht. Denn hier entscheidet sich, wer es nicht schaffen sollte, die Unsterblichkeitstrophäe, diesen Dungeon zu bekommen, dann wird es wahrscheinlich erst beim nächsten Dungeon was werden oder beim übernächsten. Aber das ist halt das Ziel, dass ich innerhalb der 10 Tage mir dieses Ding hole und somit halt den Legendentitel. Das ist eigentlich mein großes Ziel dabei, dass ich den Legendentitel als erster auf diesem Server freischalte, somit hier auf Platz 1 stehe und das Ding mir dann auch ausrüsten kann hier in meinem Profil. Plus, dass wir hier auch auf Platz 1 stehen und das Ding halt sogar glitzert, so wie diese Klorolle hier. Ich hatte letztens gar nicht gesehen, dass ich sogar einen Titel habe, der glitzert, aber ja, das ist halt auch shiny und das ist halt eben das große Ziel. Genau, und dafür werde ich auf jeden Fall alles tun, diesen Titel zu bekommen. Und deswegen werden wir halt eben nächste Woche Donnerstag den 48-Stunden-Livestream starten. Das ist so eigentlich die Challenge. Eine Shakes and Fidget Legendary Dungeon Zero Death Run Win Challenge. Okay, ich werde das Ganze so natürlich auffahren. Ich werde nicht 48 Stunden am Stück hier durchstreamen. Ich werde zwischenzeitlich auch mal schlafen gehen, weil wenn die Konzentration nachher schwindet und ich hier wie eine halbe Leiche irgendwie vorm PC sitze, dann kann ich mich auch nicht konzentrieren. Und dann wird es auch nichts mit den Zero Death Runs, weil dafür muss man wirklich hoch konzentriert sein. Man muss sehr doll darauf achten, welche Entscheidung trifft man. Und ich werde auch nicht allzu viel vielleicht auf den Chat eingehen. Ich werde natürlich nebenbei auch mit euch reden, aber ich muss mich auch diesmal wirklich auf das Gameplay konzentrieren. Normalerweise kennt man das so von mir, dass ich im Stream für einen Account 2 Stunden brauche, bevor wir den irgendwann mal fertig haben. Da muss ich wirklich durchziehen
durchziehen, durchgrinden, weil das ist auch irgendwo ein Zeitding irgendwann nachher. Wenn wir es innerhalb der 48 Stunden nicht schaffen, wird es schon schwierig, dann den später dann irgendwann zu bekommen, weil dann muss ich zwischen Tür und Angel die nächsten Tage, wann ich dann mal irgendwann Zeit habe, das Ding holen, weil die ersten 48 Stunden habe ich wirklich Zeit dafür. Ja, ich habe mir dafür extra Urlaub genommen, 2 Tage, dass wir dafür Zeit haben, 2, 3 Tage. Und ja, am Sonntag muss ich schon wieder arbeiten. Deswegen, das wird echt schwierig werden. Deswegen ist es mein großes Ziel, wirklich in den 48 Stunden zumindest die silberne zu bekommen und dann den Rest des Dungeons vielleicht das Ding hier auf Gold zu bekommen, aber cooler wäre es, wenn wir das schon vorher schaffen sollten. Und ja, da hoffe ich natürlich, dass ihr da am Start seid. Wie gesagt, zwischendurch, ich werde so, keine Ahnung, vielleicht mal so Pausen einlegen, wo ich 6 Stunden pennen werde. Der Stream läuft dann währenddessen weiter und ich werde dann irgendwelche VODs oder irgendwelche alten Videos von früher im Stream einfach laufen lassen. Dann lege ich mich hin, penne, schreibe dann in den Stream rein, wann ich wieder da bin und dann geht es halt direkt weiter. Ja, das wird den Donnerstag, den Freitag und den Samstag so gehen. Ne? Deswegen da auf jeden Fall könnt ihr sehr gerne vorbeischauen und mir bei meinem körperlich sowohl als auch geistigen Verfall zuschauen. Ich glaube, das wird richtig cooler Content werden. Neben dieser Challenge, neben diesem Titel, den ich halt haben möchte, ist es halt für mich persönlich auch, natürlich sind das mega nice Streams, das werden wir nicht vergessen. Wir haben schon so viele krasse Streams in der Vergangenheit gehabt und der wird sich definitiv dort mit einreihen. Und ich bin da so hyped drauf, ich habe da so Bock drauf, da reinzugehen wirklich und mir das Ding zu holen hier. Ich bin da sehr motiviert, weiß aber auch, sobald man irgendwie 20, 30 Runs gemacht hat im LD, hat man schon die Schnauze voll. Ja, vorher rede ich immer so und wenn man aber dann mal so 20 plus Runs gemacht hat, reicht dann auch irgendwann, wenn die normal gemacht sind und nicht mit Ultimate Runs. Übrigens, Ultimate Runs zählen auch nicht für diese Trophäe. Da zählen wirklich nur die Einzelruns. Ultimate Runs, da bezahlst du ja das Dreifache und das zählt aber als einen Run, deswegen werde ich nur normale Runs machen. Okay, ich werde einen Timer bzw. einen Counter im Stream einblenden, wie viele Runs ich bereits schon gemacht habe und wie viele davon Zero Death Runs gewesen sind, damit, wenn man einschaltet, auch direkt weiß, okay, der hat schon so und so viele Runs gemacht und hat so und so viele Zero Death Runs schon bekommen. Okay, also das wird auf jeden Fall ziemlich nice und ich hoffe, ihr seid da dabei. Wie gesagt, der 18. Dezember, Donnerstag um 15 Uhr geht es los. Ja, um 16 Uhr startet dort der Dungeon, 15 Uhr fangen wir an zu streamen. Freunde, ich hoffe, ihr seid da wirklich am Start und freue mich sehr auf euch und euren Support. Ich freue mich sehr auf die Tage und das wird mega nice werden und morgen wird auch schon super cooler Content, also der Dezember ist echt vollgepackt, aber das soll es auch wirklich soweit jetzt erstmal gewesen sein. Ich will euch gar nicht weiter voll quatschen, es ist alles gesagt, es ist alles erklärt, die Türen sind offen und ich bin bereit auf jeden Fall, Pilze sind geladen und es kann losgehen. Ja, Freunde, bis dahin alles Gute. Ja, und bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei seid und mich da vielleicht auch bei der Challenge dann begleitet. Vielleicht runnt ja der ein oder andere parallel dazu mit. Kann ja sein. Es gibt da draußen Leute, die haben Ähnliches vor oder wollen auch ein paar Runs machen. Dann macht ihr sie einfach nebenbei, während ihr den Stream schaut. Dann, ne? Bis dahin alles Gute. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.